Ihr kennt doch wahrscheinlich Resident Evil 4. Ja. Mhm. War schon seit meinem Geburtstag früher auf der Konsole erschienen und ich habe mir gedacht, heute hat Oculus eine kleine Sache es in VR-Mechanik gemacht und gucken uns natürlich das Resident Evil 4 VR. Und natürlich gibt es mal neue Infos durch das sogenannte ja, hier, das ist es. Full-Length Gameplay Trailer. Erstmal Stopp. Erstmal Resident Evil 4 Full-Length Gameplay Trailer. Bin mal gespannt, wie das ist. Ich sage Play. What are you buying? Okay. Aha. Diese Monsters. Okay. Diese Rätselmechanik. Das Riesenmonster. Okay. Aha. Alter. Welcome back. 10 October 20. Resident Evil 4 Quest 2. Oculus. Aber hey, geil das auch schon wird. Bin mal echt gespannt, wie das auch schon wird. Gucken wir uns mal den. Alter. Okay. Es wird Donnerstag released in VR. Alter. Alter. Hier hat man die gesamten Pictures. Oh, man kann sie auch so nehmen. Okay. Ich habe ja nie im Leben Resident Evil 4 gespielt, obwohl das seit meinem das war früher seit meinem Geburtstag rausgekommen. Und jetzt, da die es in VR hinzugefügt haben, probiere ich jetzt irgendwie das erste Mal in VR aus. Bin mal echt gespannt. Ach. Okay. Ich muss da richtig 4 auf der Quest 2 zu bekommen. Mach es schnell. Okay. Aber erstmal. So. Okay, jetzt bin ich hier für das kleine Resident Evil 4 VR Gameplay Breakdown. Alles klar. Bin mal gespannt.
Next, I'd like to dive deep on a Quest 2 exclusive. As I mentioned earlier, if you weren't tuned into Capcom's Resident Evil 25th Anniversary Showcase last week, here's the scoop. We're bringing Resident Evil 4 to Quest 2 later this year. Resident Evil 4 originally debuted in 2005 on GameCube, and in the 16 years since launch, it's continued to inspire games, movies, and the survival horror genre. The content of the game's not going to change. We wouldn't mess with such a winning formula. But we also don't consider this a traditional port. My colleagues at Oculus Studios are working closely with Armature and Capcom to rework the entire game for VR. Every corner of the world is being enhanced and remastered to feel fresh and exciting to OGs and to new fans alike, by ratcheting up the suspense as only VR can. Okay, wie sieht's aus? Okay. The most obvious differences between playing RE4 in VR and on console, will you be able to play RE4 from Leon's first-person perspective. And the touch controllers will allow you to interact with the world in a fundamentally new way from how it's played on console. For example, items and weapons have been re-engineered to become physical objects that players can interact with. So like ammo, keys, and treasures, as well as floating fire weapons in VR. You'll also be able to switch weapons by grabbing them off your body instead of going into a menu. And you can wield separate weapons with each hand. Even RE4's famous menu is no longer a pause screen. It's an interactive tool. A ton of effort has gone into making weapon interactions smooth, satisfying, and responsive, including two-handed weapons like shotguns and rifles. Let's talk about the movement system now. Okay. We don't want the shift from third to first person to change the fundamental way Leon moves or collides with the world. You'll still move in first person by using the analog stick. Armature has added a full upper body rig on top of Leon's character to combine his movement with the dual-handed interactivity achieved with touch controllers. If you don't want to use the analog stick to move freely, Armature even added support for teleportation, as well as room scale movement so that you can explore the environment with natural motion. Teleportation. Of course, one of our top priorities is to ensure the experience is comfortably played while seated, and with a ton of comfort options at your disposal to try out. As I mentioned earlier, RE4 debuted on GameCube 16 years ago, so you might be wondering, how in the world are we bringing the core systems from the original over to Quest 2? Well, first, it takes... Langsam wundert mich das aber schon wirklich. So. Langsam wundert mich das aber schon wirklich. Wie bringen die für so einen Scheiß auf der Quest S2 raus? Ich mein, da würde ich ja zwar selber schätzen gehen, aber wenn das eine gute Mechanik ist, da bin ich ja dabei. Also Oculus, ich würde gern dieses Spiel spielen. Und auch dank Capcom. Ich habe schon einen Haufen Resident Evil gespielt und ich bin mit dem Rest nicht durch. Nicht wirklich. Ich werde irgendwie versuchen, mit Village irgendwie weiterzukommen. Also Resident Evil Village. Ich probiere, dass ich jetzt weiterkomme. Ich verspreche es. So. Schauen wir erstmal Face es Enochlophobia. Das gucken wir uns an. Und dann machen wir kurz einen Cut. Okay. Wow! Alter!
Okay, alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles klar. Ich habe jetzt schon ein VR-Video gemacht, aber bis heute wird der Plan sein. Also, das war's erstmal mit der Reaction. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und war wirklich eine sehr spannende Sache. Ich bin gespannt, ob Oculus dafür mich sponsern wird und Capcom auch. Bin echt gespannt. Das Spiel wird ab dem 21. Oktober rauskommen. Bin mal echt gespannt, das in VR zu zocken. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen und war wirklich cool und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Pro Gamer LP. Tschüss!